das große Ziel ist der Titel. Wir dürfen uns von den Spielchen nicht beeinflussen lassen. Natürlich träumen wir alle vom Titel und wollen das Ding gewinnen. Wir sind dann halt wirklich die beste Version von uns, wenn wir einfach unseren Fußball spielen. Wie ich das Los gesehen habe, habe ich mich schon richtig gefreut. Ich glaube, Atletico ist eine Mannschaft, die Riesenqualität hat, haben viele gute Einzelspieler. Ja, Atletico Madrid ist natürlich ein Riesenverein, großer Name und bringt dementsprechend auch viel Qualität mit. Also wir haben schon gewusst, dass ein Brocken auf uns zukommt. Und wir haben auch gewusst, dass Atletico schon in der Gruppenphase sehr stark war. Und ja, wir erwarten auf jeden Fall einen guten, sehr männlichen Gegner. Männer, Co-Spiele sind einfach erklärt. Gehst weiter oder du bist raus. Der Schlüssel fürs Viertelfinale liegt aus meiner Sicht raus in einer Balance aus Herz und Hirn. Herzfußball zu spielen heißt leidenschaftliches Fußballspiel, leidenschaftliches Verteidigen, leidenschaftliches Angreifen und ein leidenschaftliches Miteinander. Da draußen, Männer, muss es brennen. Der Rasen muss brennen. Emotion, Leidenschaft, Aggressivität, Intensität, Lautstärke, das ist Herz. Das ist Herz. Und das braucht's. Aber eben nicht nur das, sondern auf der anderen Seite auch hier. Wir entscheiden über den Schlüssel zum Aufmachen zum Dürrel Richtung Viertelfinale. Ihr am Platz, wir draußen auf der Bank, der eine oder andere auf der Tribüne. Zusammen hauen wir die Spanier weg. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Lasst es uns weghauen. Gehen wir! Ja, also Atletico war wie erwartet sehr lautstark und mit sehr viel Emotion gestartet. Ich glaube, dass wir unglaublich gut in diese erste Halbzeit gegen Atletico eingestartet sind. Wir haben ganz viele Boxaktionen gleich gehabt. Wir haben offensiv gleich Akzente gesetzt und uns direkt Möglichkeiten herausgespielt. Traoré läuft, kriegt ihn jetzt gut in den Lauf rein. Nächste Hereingabe in den Strafraum. Baumgartner fällt. Pfeife vom Schiedsrichter Jakob Sundberg ertönt nicht und das ist der erste Aufreger in diesem Spiel. Kenneth legt ab auf Sulzbacher, der weiter auf Baidoo. Vielleicht jetzt im Strafraum angekommen. Baidoo mit der Hereingabe und dann wird wieder gehalten, wieder gezogen. Das muss doch einen Pfiff geben. Wir können den Schiedsrichter nicht beeinflussen, was er pfeift. Natürlich ist man frustriert, wenn der Schiedsrichter was nicht pfeift oder was gegen uns pfeift und man regt sich kurz auf, aber wir müssen das sofort wegstecken, weil wenn wir dem nachtrauern, dann wirkt sich das nur negativ auf unsere Leistung aus. Traoré schon wieder da, der hat gelb, der muss aufpassen. Nein, 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 ein bisschen Fingerspitzengefühl. Nein, das gibt es nicht. Er zeigt tatsächlich die zweite gelbe Karte. Am Anfang denkt man sich schon, ja, rote Karte jetzt, wird schwierig. Das war natürlich schon eine ganz andere Situation dann. Ich finde, wie dann das Spiel weitergegangen ist, habe ich als Spieler und die ganze Mannschaft gar nicht das Gefühl gehabt, dass jetzt die uns voll zuspielen, sondern eigentlich haben wir trotzdem weiterhin gut gespielt und es hat sich nicht angefühlt, wie wenn wir einer weniger wären.
Bis zur Halbzeit waren wir aber weiterhin total überlegen und natürlich, dass du dann mit 0-0 und mit diesem Spielverlauf dann auch noch mit einem Mann weniger in die Pause gehst, war natürlich überhaupt nicht passend. Ja, also es war ein bisschen eine angespannte Situation in der Kabine, weil wir alle nicht so recht gewusst haben. Wir hatten so viele Chancen für Tore, aber ja, der Trainer hat ein paar Feinheiten angepasst eben. Sonst hat er uns auch nochmal mitgegeben, dass wir dran glauben sollen, auch wenn wir in Unterzahl sind. Na, guter Ball in die Spitze und dann leider der Abseitspfiff. Wir sind dann auch super in die zweite Halbzeit gestartet, gleich mit Möglichkeiten und da hast du nicht gemerkt, dass wir einer weniger waren. Deswegen haben wir top umgesetzt. Stark gestört und jetzt gleich wieder in die andere Richtung. Sulzbacher, der Kapitän, der antreibt. Wandner mit dem Ball auf Baidoo, vielleicht die eine Möglichkeit. Baidoo und das ist der Führungstreffer. Das verdiente 1:0. Duredi Baidoo. Ja, ein wunderschönes Gefühl gewesen. Also kann ich kaum in Worte fassen, wirklich. Es waren Emotionen pur. Ab dem Zeitpunkt waren wir in der gleichen Aktivität und das Level haben die Jungs super gehalten. Und ja, schießen dann in Unterzahl, also ein super Umschaltmoment, das 1:0. Aber beschäftigen wir uns nicht mit der Verteidigung, sondern wieder mit der Offensive. Stark gemacht von Aguilar und jetzt gibt's den Elfmeterpfiff. Ja, wird ja auch mal Zeit. Ja, und Enrique Aguilar, der sich das selbst hart erarbeitet. Und es gibt sogar Gelb-Rot. Als ich den Ball in der Hand gehabt habe und den dann auf dem Elferpunkt aufgelegt habe, habe ich gewusst, wo ich hinschieße und genauso bin ich dann auch angelaufen. Und der Kapitän übernimmt Verantwortung. Valentin Sulzbacher. Verlängert er jetzt die Reise unserer Jugendtruppe und wie? Valentin Sulzbacher mit dem so wichtigen 2:0. Holen in Unterzahl dann den Elfmeter raus zum 2:0, was gleichbedeutend dann auch die gelb-rote Karten war für Atletico. Das war schon richtig geil und zeigt da, was wir als Mannschaft, zu was wir in der Lage sind. Es war eine Riesenfreude, Push ist durch die ganze Mannschaft gegangen und war extrem gefreut, aber wir haben auch gewusst, 1:0, 2:0, das Spiel ist noch nicht vorbei, wir müssen dranbleiben. Munoz, Flanke rein in den zweiten Raum und dann der Anschlusstreffer nach 65 Minuten. Nach dem 2:0 ist Atletico ein bisschen aufgekommen, schießen dann trotzdem aus dem Nichts, weil sie haben jetzt keine Chancen gehabt, das 2:1. Der Gegentreffer war schon unnötig, weil irgendwie nach dem 2:0 haben wir uns schon ein wenig sicher eigentlich gefühlt. Wir haben überhaupt nicht gedacht, dass das 2:0 jetzt nur in Gefahr sein kann, so wie wir im Spiel drinnen waren. Atletico hat gemerkt, ja, es ist schon noch was möglich in dem Spiel und dadurch sind wir auch ein bisschen unsicherer geworden. Wie Atletico dann in der Nähe von der Box da einen Ball gehabt hat und wir dann das Foul machen und kurz wir nicht mehr gewusst haben, ob es jetzt Elfer oder Freistoß gibt, haben wir schon gedacht, das könnte jetzt ziemlich eng werden. Und es ist kein Elfmeterpfiff, es ist ein Freistoß. Da muss ich denken, 10 Minuten geht es um alles. Ich will ja nicht ins Elfmeter schießen. Niemand von uns hatte Bock, dass wir da jetzt noch so spät einen Gegentreffer bekommen. Munoz ist es und Zawischicki! Christian Zawischicki, der Elfmeterkiller der Vorrunde, ist auch Freistoßkiller. Das war schon so ein Moment, wo wir, glaube ich, alle noch mal kurz die Luft angehalten haben. Gott sei Dank ist dann kein Gegentor geworden. Da pfeift er ab! Mit Schlusspfiff, glaube ich, hatten wir alle Gänsehaut am ganzen Körper. Es war wirklich ein Kampf bis zu den letzten Minuten. Es war einfach ein unglaubliches Gefühl jetzt. So lange haben wir jetzt in Unterzahl gespielt, dieses Spiel. Es trotzdem zu gewinnen in einem Youth League Achtelfinale ist nicht selbstverständlich. Es sind richtig viele Emotionen bei allen ausgekommen, glaube ich. Jeder war richtig erleichtert. Das ist jetzt nicht aus der Emotion raus, sondern wirklich, solange ich hier Trainer bin, mittlerweile seit fast 5 Jahren, habe ich noch kein geileres Spiel von einer Red Bull-Mannschaft gesehen, die ich trainieren habe dürfen. Einmal weniger, scheißegal, Red Bull-Fußball. Gleichzeit, scheißegal, Red Bull-Fußball. Unfassbar, was ihr hier heute abgespielt habt, Jungs. Die Balance aus Herz und Hirn kann uns hier ganz, ganz weit bringen. So eine Performance, Jungs,
Hut ab. Und jetzt will ich, dass ihr richtig feiert, Männer. Das habt ihr echt verdient. Gratuliere.